Hallo zusammen, willkommen zurück in der Werkstatt. Heute zum Thema Service und Wartung im Truck. Zum Service gehört nicht nur der Motorölwechsel, sondern wir zeigen euch noch weitere Tipps und Tricks. Und ich werde schon mal unten die Durchsicht machen. Kevin fängt oben schon mal an. Jo. Anfangs wollen wir uns jetzt die Achsgeometrie der Hinterachse und der Vorderachse anschauen. Ich fange mit der Vorderachse an. Es ist wichtig, dass bei der Wartung das durchgeschaut wird, um halt auch regelmäßig zu kontrollieren, ob die Sicherheit des Fahrzeugs gewährleistet ist. Dann wollen wir mal mit den Stabi-Buchsen anfangen. Dazu drücken wir hier einmal mit dem Montiereisen gegen den Stabi und gucken, ob die Lagerungen ausgeschlagen sind. Das gleiche machen wir hier an der Seite und hier oben. Hier sieht alles gut aus, machen wir gleich auf der anderen Seite auch noch. Hier haben wir halt die Möglichkeiten, dass die Stabi-Buchsen ausgeschlagen sind, dass die Stabis selber eingelaufen sind oder dass diese Stabi-Stangen ausgeschlagen sind. Das heißt, wenn die auseinanderbaut und die Lagerung ausgeschlagen ist, auch einmal kontrollieren, ob das Maß noch in Ordnung ist von der Aufnahme, weil wenn das nicht in Ordnung ist, wenn das zu klein ist, dann hat das trotzdem Spiel, obwohl da neue Buchsen verbaut sind. Weitermachen tun wir jetzt mit der Lenkung. Dabei kontrollieren wir einmal die Kugelgelenke, einmal von der Spurstange, das ist die, die von Rad zu Rad geht, und einmal von der Schubstange, das ist die hier vorne, die vom Lenkgetriebe zur Achse geht. Wichtig bei den Kugelgelenken ist es, dass die Manschetten nicht eingerissen sind und zudem darf da kein Spiel sein. Das ist halt häufiger der Fall, weil die immer in Bewegung sind. Dazu würde ich sagen, bewegst du mal die Lenkung, Kevin. Dann können wir mal gucken, wie die aussehen. So sieht man nichts. Hier auch nicht. Dann gucke ich mal vorne die Schubstange. Das sieht auch gut aus. Okay. Jetzt haben wir noch eine weitere Möglichkeit, das zu prüfen. Wir nehmen hier eine Zange und drücken diese Spurstangenköpfe runter. Hier ist kein Spiel vorhanden. Hier auch nicht. Die Manschetten sehen auch gut aus. Da ist noch eine Besonderheit bei den Kugelköpfen. Wichtig ist, nicht gleich austauschen, wenn da ein bisschen Spiel ist, weil die Kugelköpfe sind in der neuen Variante vorgefedert. Das heißt, hinter der Kugel sitzt eine Feder, die nach oben drückt. Und im ersten Step drückt man nur die Feder ein bisschen zusammen. Viele behaupten dann, dass diese Spulstange oder Schubstange defekt ist und bauen die aus. Das ist aber nicht der Fall. Das bedeutet, man muss über diesen Federpunkt hinausgehen. Diese Feder hat eine kleine Vorspannung und ja, da ist es wichtig, genau die Toleranzen der Herstellervorgaben zu beachten, um dann halt entsprechend zu handeln. Ja, Lars macht unten gerade die Durchsicht. In der Zeit habe ich natürlich schon den Innenraumfilter getauscht. Hier haben wir ein Fahrzeug aus dem Baustellengewerbe. Daher haben wir jetzt einen Innenraumfilter genommen, der ideal für Baustellenfahrzeuge ist. Wir haben hier einmal beim Filterpapier sind kleinere Poren, das heißt, dass nicht so viel Staub durchgehen kann, sowie hier unten eine weitere Dichtung ist, das heißt, dass auch von außen kein Staub durchgehen kann. Das Kühlwasser habe ich auch einmal schon mal eine Probe von genommen. Hier haben wir einen Refraktometer. Ich schaue einmal durch. Wir haben hier einen Frostschutzwert von minus 35 Grad und das ist in Ordnung. Zur Kontrolle gehört weiter, hier einmal die Federbriden zu kontrollieren auf Festsitz, hier einmal die Stoßdämpfer zu kontrollieren. Da haben wir auch ein eigenständiges Video, worauf man da zu achten hat. Ich habe auch die Reifen kontrolliert, die sehen auch in Ordnung aus. Die sind gerade abgelaufen, also nicht zu weit innen abgelaufen oder außen. Das bedeutet, die Einstellung der Spur ist auch in Ordnung. Die Achse ist hier angetrieben, das bedeutet, da muss man auch auf Undichtigkeiten achten. Natürlich müssen ja auch die Bremsbeläge kontrolliert werden, nicht vergessen. Das sieht hier aber gut aus, ja. Und dann gehen wir jetzt nach hinten und gucken da nochmal die weiteren Sachen. Hier haben wir dann auch die Stabi-Buchsen. Hier einmal außen und innen. Die müssen wir dann auch mit dem Montiereisen einmal kontrollieren, wie auch vorne. Hier haben wir Luftfederbälge, hier haben wir 4 Stück an der Hinterachse. Einmal auf Beschädigung prüfen, ob die porös sind. Wenn eine Undichtigkeit vermutet wird, kann man die auch mit Lexus-Spray einmal absprühen. Dann, wenn eine Schraube irgendwie lose sein sollte, das gilt natürlich auch für die Vorderachse,
dann muss die nachgezogen werden oder halt erneuert werden, wenn sie beschädigt ist. Und hinten müssen wir dann noch den Federspeicher Bremszylinder, die Bremsbeläge kontrollieren und die Reifen, aber die habe ich schon kontrolliert, die sind in Ordnung. Wenn dann alles soweit in Ordnung ist, haben wir die Achsgeometrie soweit kontrolliert und ja, dann haben wir die Sicherheit des Fahrzeugs auch gewährleistet und können weitermachen mit dem Ölfilter und Kraftstofffilterwechsel. Ja, wir haben hier eine Spurstange vom anderen Fahrzeug. Hier sieht man, das Gelenk ist ausgeschlagen. Genauso sieht man, dass die Manschette kaputt ist. Das war schon krass, ey. Ja. Und dadurch, weil sie kaputt ist, läuft Wasser rein und natürlich löst sich das dann innen drin, das Material löst sich dann auf, wird spröde und ja, dadurch kommt es natürlich, dass das Gelenk dann ausgeschlagen ist. Ja, war richtig so, ne? Ja, und die Seite sieht hier auch nicht viel besser aus, von daher war das schon gut, dass wir die ausgebaut haben. Du zeigst dir noch ein paar andere Dinge? Ja, genau. Dann mache ich hier mal weiter. Ja. Ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass es ja, zwei Varianten gibt, einmal mit Federkraft und einmal ohne. Das muss man immer fahrzeugspezifisch raussuchen, was es jetzt für eine ist. Das heißt, hier habe ich mal einen Musterartikel von einem anderen Fahrzeug, das ist jetzt nicht passend für das Fahrzeug, aber hier kann man zum Beispiel diese Federkraft sehen. Die entsteht halt, weil hier unter der Kugel ist eine Feder. Diese Feder drückt diese Kugel in die Pfanne oben rein. Dadurch entsteht halt nahezu kein Spiel, weil durchgehend die Kugel oben reingedrückt wird. Wenn ich das jetzt mal bei unserem mache, dann sieht man, so, jetzt habe ich es. Hier haben wir ein kleineres Spiel oder eine kleinere Federkraft im Endeffekt, einen kleineren Federweg. Das ist halt bauartbedingt. Ja, wenn ihr sowas habt und eine Feder verbaut ist, dann müsst ihr genaue Herstellervorgaben beachten, wie viel Spiel da wirklich erlaubt ist und die Federkraft halt mit einberechnen. Wie wir diese Artikel im Rahmen des DTQS prüfen, das zeigen wir euch jetzt. Wir wollen die Filter jetzt gleich auch tauschen. Ich habe hier alles sauber gemacht, am Kraftstofffiltergehäuse, genauso wie am Ölfiltergehäuse, dass da kein Dreck reinfallen kann. Ja, gerade im Common Rail System musst du aufpassen. Genau, nicht nur im Common Rail System, sondern ganz wichtig ist auch, egal bei welchem Fahrzeug, es darf kein Dreck in die Kraftstoffanlage gelangen. Bevor wir die beiden Filter einbauen, habe ich hier nochmal zwei wichtige Montagehinweise. Kevin, Ja. gib mal in den Bremsenreiniger bitte. Was hast du denn vor? Ölablassschrauber ist wieder drin, muss ich ihn noch sauber machen. Also kommen wir nochmal zu den Montagehinweisen. Hier ganz wichtig, hier beim Ölfilter ist einmal die Dichtung, die ist nicht richtig hier in der Phase drinne. Das heißt, die Dichtung muss wirklich komplett drinne liegen. Wir drehen einmal, ja, so ist sie komplett richtig montiert. Hier haben wir es beim Kraftstofffilter, haben wir jetzt kein Fett dran gemacht oder kein Öl. Da wird man bei beiden merken, so wie es hier vorher war, wenn es nicht drin ist, beim Reinschrauben merkt man, dass der Reibungswiderstand sehr hoch ist. Der Drehmoment, der oben auf dem Deckel drauf steht, der wird zu früh, sagen wir so, ausgelöst, beziehungsweise man hat ihn zu früh erreicht und dadurch herrscht eine Undichtigkeit. Jetzt wollen wir uns mal den Luftfilter angucken. Da ist er schon. So, dann wollen wir uns den mal angucken. Oh, der ist aber noch gut. Hier steht jetzt kein Datum drauf. Wir bieten unseren Filter an mit einer Datumsmarkierung, dass man die markieren kann. Ja, aber in diesem Fall ist da nichts drauf, aber der sieht noch gut aus, den können wir weiterverwenden, da brauchen wir jetzt keinen neuen machen. Der muss kurzfristig schon mal neu gekommen sein. Aber hier in dem Fall ist es auch so, wenn es ein Baustellenfahrzeug ist, muss er öfter mal ausgebaut werden, einmal ausgeklopft, ausgepustet werden. Da reichen nicht die normalen Wartungsintervalle. Da müssen wir, ja, wie gesagt, häufiger mal gucken, ob der dreckig ist oder nicht.
Dann machen wir weiter mit der AdBlue-Anlage. Die AdBlue-Anlage ist für die Abgasnachbehandlung zuständig. Ist ja in den neueren Fahrzeugen verbaut. Hier haben wir einmal einen Filter und hier haben wir eine Druckblase. Ich schraube mal die Kappe hier los. Da ist ein Reifenluftdruckanschluss. Hier ist eine Speicherblase hinter. Die muss auf Herstellervorgaben eingestellt werden, weil der bestimmte Druck muss dann bei Erwartung kontrolliert werden, um die genaue Funktion vom Artikel halt zu gewährleisten. Also das ist die Pumpeneinheit hier. Hier ist auch der Filter verbaut. Den haben wir hier. Den schraube ich jetzt los. Lars? Ja. Hier, leg mal was unter, bitte. So, ja. Mach ich gleich. Ich löse den erstmal an. Aber das ist eine gute Idee. Das ist halt Harnstoff und dieser Harnstoff, der ist, der kristallisiert sehr schnell und da muss man schon aufpassen, dass man da auch was unterstellt. Und bevor ich den jetzt ganz rausschraube, setze ich mir noch eben eine Schutzbrille auf, um meine Augen nicht zu versauen. Und schwupps, ist er draußen. Dann können wir den Filter schon mal einbauen. Den habe ich auch schon hier. Die Dichtringe habe ich schon gefettet. Das ist genau das gleiche wie beim Ölfilter und beim Kraftstofffilter. Sonst ist der Reibwert zu hoch und der Drehmoment kann nicht erreicht werden. Den schraube ich jetzt hier rein. Wichtig ist natürlich auch hier, Drehmoment beachten. Natürlich sollte man auch die Knarre in die richtige Richtung stellen. Dann geht das besser. Ich habe eben schon mal den Kraftstoffvorfilter getauscht. Beim alten Filter sieht man hier Dreck und Ablagerung, genauso wie hier im Deckel. Das bedeutet, wir müssen gleich auch nochmal in den Tank gucken, ob da Ablagerungen sind. Entlüftet habe ich auch schon. Lars, wie sieht es bei dir aus? Ja, ganz gut. Ich mache gerade die Motorentlüftung neu. Dann müssen wir aber gleich nochmal schauen, was wir noch so machen müssen. Schauen wir eben nach dem Riementrieb. Da hatte ich vorhin auch schon von oben unten geguckt. Bei der Durchsicht da sah das eigentlich ganz gut aus. Ja, hier sieht es auch ganz gut aus. Ja. Die Ladeluftstelle, wie sieht die bei dir aus? Na, da ist nichts gebrochen. Bei dir auf der Seite? Auch nicht. Und der Schlauch selber sieht auch ganz gut aus. Reifenluftdruck müssen wir gleich noch machen. Genau, Scheibenwaschanlage. Batterie überprüfen, jetzt kurz vom Winter. Ja, auf jeden Fall. Ist ganz wichtig. Und dann müssen wir gleich mal auf die Checkliste gucken. Lufttrockner müssen wir noch machen, ganz wichtig. Genau. Apropos Checkliste. Bitte achtet darauf, dass ihr immer eine Checkliste ausfüllt, damit ihr keine Sachen vergesst. So, die Lufthalterpatrone habe ich jetzt soweit vorbereitet. Ich habe alles drucklos gemacht, weil wenn Druck drauf ist, dann könnte sie aufplatzen, beziehungsweise die Dichtung platzt hier unten raus. Daher achtet da bitte drauf, dass das alles drucklos ist. So, die sieht ganz in Ordnung aus, aber sie hat das Wartungsintervall erreicht. Ganz wichtig ist bei Lufthalterpatronen, wenn wir hier drin müssen wir gleich eben alles sauber machen. Natürlich mit einem vernünftigen Lappen, nicht mit so einem Stofflappen. Dadurch, dass die kleinen, feinen Stoffe oder Haare davon, die können sich hier drinnen verfangen und dadurch können sich das alles dicht setzen. Das hatte ich schon mal, da habe ich, da ist mir die ganze Anlage, ging gar nichts mehr und da musste ich auch, das alles nochmal neu machen, alles ausbauen, also da muss man echt drauf achten. Siehst du, das kann jedem passieren, also wichtig ist, bitte achtet darauf, sauber machen, am besten mit Druckluft, dann kriegt ihr wirklich überall das ganze Wasser raus, beziehungsweise auch mit dem Reiniger. Ganz wichtig ist, bei Lufthalterpatronen müsst ihr darauf achten, es gibt zwei Versionen davon. Es gibt einmal die Version mit Ölabscheider und einmal mit Wasserabscheider. Ja? Das ist wirklich fahrzeugspezifisch die Version auswählt und die richtige Patrone verbaut. Nicht, dass die falsche Patrone verbaut ist und ihr Probleme mit der Luftanlage kriegt. Aber Kevin, du hast eben gesagt Wasser- oder Ölabscheider, aber beim Wasserabscheider ist Ölabscheider auch gleich mit dran. Also die hast du dann für beides dann. Genau. Danke, Lars. Bitte. Lars hat unten eben den AdBlue-Filter getauscht. Hier haben wir ein komplettes Pumpenmodul. Hier einmal ein komplettes Dosiereinheit für AdBlue. Diese und weitere Artikel findet ihr bei uns auch. Genauso haben wir ein paar Verschleißteile aufgebaut, die wir bei diesem Fahrzeug nicht benutzen mussten. Genau. Und wenn ihr noch weitere Fragen haben solltet, könnt ihr euch gerne an unseren Helpdesk wenden. Jetzt gucken wir uns noch mal die Scheibenwischerblätter vorne an. Die sehen in Ordnung aus, keine Risse oder ähnliches. Das ist, genau, hak mal ab. Das ist gerade in der regnerischen Jahreszeit sehr wichtig, um den Durchblick zu bewahren. Hast du sonst noch was auf der Checkliste stehen? Bremsenprüfstand haben wir vorher schon gemacht, ganz wichtig. Wir müssen gleich noch Öl auffüllen und eine Profahrt machen.
Dennoch ein kleiner Tipp. Schaut beim Scheinwerfer mal nach. Hier haben wir nämlich schon so einen Steinschlagschutz. Schaut beim Scheinwerfer, schaut da bitte nach, ob da Steinschläge drin sind. An der Frontscheibe sind es nicht. Hier am Scheinwerfer auch nicht. Aber zum Thema Scheinwerfer haben wir schon mal ein extra Video gemacht. Ja, dann müssen wir den grünen halt gleich noch auf der Straße einmal spazieren fahren. Und dann haben wir Feierabend. Ja. Und dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.